Nun zum Video Behandlung der Körperrückseite auf der Massagebank. Wichtig ist bei diesem innovativen Stil, dass ich die Prinzipien der Bodenarbeit auf die Liege übersetze. Also ich nehme ein Bein mit drauf und stabilisiere so meinen Körper und kann aus dem Körperschwerpunkt heraus arbeiten. Mache hier wieder eine kurze, sensible Kontaktaufnahme und beginne mit diesen Schwimmbewegungen. Ich hole richtig die Kraft aus meinem Körperschwerpunkt heraus, beginne sanft, bewege mich fließend wie Wasser, das über einen Stein schwappt, kann hier die Hände auch mal überkreuzen und dann in diese Schwimmbewegung gehen. Und immer vermittle ich so das Gefühl, mein Druck fließt über sie. Und kann hier gleich meine Massagelotion über den ganzen Körper ausstreichen. Ihr seht es hier, am besten ihr bewegt euch ähnlich eines Tai Chi Künstlers oder Kämpfers, in dieser Geschmeidigkeit, dass ihr keine so Ecken und Kanten reinbaut. Und wirklich immer euren Körper so souverän positioniert, dass ihr schnell von einem Körperende zum anderen gelangt. Jetzt mache ich diese Quastbewegung zuerst mit meinem Handrücken und folgend mit den Handflächen. Alles vorbereitende Massagegriffe, die dann nach und nach in die Tiefe gehen. Hier kann ich schon mal so ein bisschen vormassieren, schauen, wie verspannt ist der Nacken, wie verspannt ist der untere Rücken. Auch das Iliosakralgelenk, das Kreuzbein. Und immer ist mein Schwerpunkt drüber. Ich bin im stetigen Bewegungsfluss. Kann auch mal den Akzent mehr zu einer Seite hinlegen, dann zur anderen. Wirklich so ein bisschen diese Schwimmbewegung hier verschieden variieren. Jetzt beginne ich mit den thailändischen sogenannten Palm Steps, den Handballenschritten, Handflächenschritten wortwörtlich übersetzt, aber der Ballen gibt natürlich am meisten Druck. Meine Unterarme sind eng zusammen, als wenn sie eng zusammengebunden wären, und ich wechsle mein Gewicht von links nach rechts, also habe eine sogenannte alternierende Bewegung. Und fließe hier, schmelze hier so richtig in das Muskel- und Bindegewebe ein. Ich arbeite nicht ruckartig, sondern fließend. Und mein Körperschwerpunkt geht mit. Jetzt würde ich in eine ungeschickte Haltung kommen. Das heißt, den Bereich der oberen Brustwirbelsäule, den muss ich dann später nochmal aus einer anderen Position heraus bearbeiten. Ziehe jetzt so ein bisschen die Schultern nach unten, über die Arme und gehe, ohne den Kontakt zu unterbrechen, zu den Füßen. Ja, wenn ich hier diesen Zug ausübe, lege ich so richtig schön mein Gewicht dran. Kann mich hier auch so ein bisschen stabilisieren, indem ich wiederum ein Bein mit auf die Liege nehme. Kann es auch so angewinkelt draufstellen. Gehe jetzt ganz auf die Liege rauf. Ziehe nochmal über meine Gewichtsverlagerung. Spüre die Konsistenz der Füße. Wie fühlen die Füße sich an? Angespannt, geschwollen, warm, kalt. Und gleite jetzt mit dieser Schwimmbewegung über den ganzen Körper. Mach mich so richtig schön lang. Wirklich dieses Gefühl, man ist ganz
ganzheitlich, vollkommen umwogen und vernetzt in dem Bewegungsfluss. Vor allem die Handflächen und Fußflächen sind ganz wichtig. Da haben wir viele Nervenenden, sehr sensible Bereiche. Könnt ihr auch mit eurer Atmung arbeiten. Einatmen, ausatmen beim Streichen. Kann auch mal hier wiederum über die Arme gleiten. Spür die Konturen und Zwischenräume des Körpers. Erste verspannte Areale. Und mache jetzt diese Palm Steps, die der thailändischen Massage entlehnt sind, auf den Fußsohlen. Verlagere wiederum mein Gewicht von links nach rechts. Ja, das ist schon, wie ihr seht, eine relativ konsequente Bewegung. Ich werde jetzt noch intensiver, indem ich meine Fäuste benutze, auch meine Knöchel benutze. Für die meisten Menschen ist es sehr angenehm, ne? Und solange die Partnerin, der Partner tief atmet, so mach mal weiter, dann ist der Druck auch wirklich adäquat. Ne? Wenn man so aufhören und man sich fast die Zunge abbeißt, dann ist der Druck zu viel. Und kann immer wieder diesen Zug einbauen. Jetzt zeige ich hier gerade die thailändischen Akupressurlinien. Man hat in der Fersenmitte den Scheitelpunkt und stellt sich hier einfach Linien zu und auf die Zehen vor. Ne, wo ich jetzt meinen Daumen habe, sind auch wichtige, sehr entspannende Bereiche, wenn ich dort drücke. Gehe jetzt erstmal mittig unterhalb des Fußballens. Da ist ein wichtiger chinesischer Akupunkturpunkt, der Punkt Niere 1, der sehr tiefenentspannt wirkt, der symbolisch in der chinesischen Mythologie die substanzielle, konstituierende Lebensenergie nach oben pumpt, und bewege mich dann weiter zur Mitte der Ferse, zur Hackenmitte, und gehe dann alternierend rhythmisch mit diesem Daumendruck die einzelnen Linien zu den Zehen hoch und runter. Ne, und seht, man kommt mal die anderen Finger, die sind so ein bisschen auf dem Fußrücken, ne, dass ich auch so ein bisschen eine Stabilität auf meiner Hand habe. Den Daumen nicht überanspruche. Ja, so ein bisschen so ein leichter, neben dem Körpergewicht noch so ein leichter Kniff mit drin ist. Und dann folgt die nächste Linie. Immer auf und ab. Und nun gehe ich die nächsten Linien auf und ab. Gehe dann ruhig auch dann, wenn ich dort angelangt bin, auf die Zehen mit drauf. Und mache hier so richtig so einen schönen Abdruck, sage ich mal, mit meiner Daumenbeere. Ne, hier seht ihr nochmal die Handhaltung. Und wirklich dieses Pendeln, ne? Dieses entspannte Pendeln mit dem Gewicht. Es gibt auch Stile, wo man die Bewegung gleichzeitig macht. Bei allen, die ich bisher fragte, welche Sache oder welche Art und Weise sich einfacher anfühlt, wurde immer gesagt, das Pendeln ist angenehmer, entspannter. Ja, wichtig ist hier auch der Großzeh, dass man damit drauf geht. Und nun gehe ich wieder zurück, letztmalig zu meinem Scheitelpunkt hier mittig der Ferse. Und jetzt gehe ich nochmal auf die, also nicht nochmal, sondern auf die innere Fußkante. In der Reflexzonenmassage ist das die Linie der Wirbelsäule. Das sind auch wirklich Punkte, die oft bei
Rückenschmerzen auch schmerzlindernd wirken können, erfahrungsgemäß. Und ich arbeite hier wiederum mit den Fäusten. Bringe meine Faust in verschiedene Positionierungen, gleite, drücke, hier rotiere. Und gehe jetzt wiederum auf die Liege rauf, richte mich aus und habe ja eben lokal gearbeitet und schweife jetzt wieder über den ganzen Körper mit meinem Fluss. Mache wieder diese großen Schwimmbewegungen, sodass ich im Rhythmus, lokaler Fokus, globale Bewegung wieder arbeite, wieder in diese Struktur komme, sodass ich eine optimale Synthese aus An- und Zuwendung erreiche. Das lege ich, weil die Liege ist ziemlich schmal, es gibt auch breitere, die Arme nach unten. Und ich setze mich nicht auf sie rauf, also meine Knie weilen hier auf der Unterlage und meine Fußballen, also ich belaste sie nicht mit meinem Körpergewicht. Und lege jetzt nochmal den Streichfokus neben die Wirbelsäule um die Schulterblätter herum. Ja, und wiederum kommt die Bewegung aus meinem Schwerpunkt raus. Ich überkreuze die Arme oder auch nicht. Ich habe beide Varianten und jetzt folgen dem wieder intensiv die thailändischen Palm Steps. Meine Unterarme sind dicht nebeneinander, als wenn sie locker zusammengebunden wären. Hier seht ihr das gut. Und gerade hier im Bereich der Brustwirbelsäule kann ich viel Druck ausüben, aber auch nicht zu viel. Wichtig, wie gesagt, ist, dass unsere Partnerin tief atmet. Jetzt gehe ich auf die Innenseite der Arme, mache dort diese Palm Steps, alterniere wiederum mein Gewicht von links nach rechts und gehe auch auf die Handflächen. Die lasse ich nicht aus und gehe den Weg wieder hoch, ohne dabei direkt auf den Ellbogen Druck auszuüben. Jetzt kann ich hier kurz verweilen, so ein bisschen arteriellen Blutfluss leicht blockieren. Und wenn ich dann loslasse, gibt es so ein kleines Wärmegefühl für die Partnerin. Diese Technik mache ich nicht, wenn die Partnerin an Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck leidet oder einen Herzschrittmacher hat. Und jetzt ziehe ich sie so ein bisschen nach oben durch meine Gewichtsverlagerung. Das ist auch eine thailändische Technik, ne? Hier seht ihr das. Kann so ein bisschen mehr an den einen, mehr an den anderen Arm ziehen. Und wichtig ist hier wirklich auch das Gesäß, ne? Also das gehört zum Rücken zu, sagen wir mal einfach, ne? Gerade hier das Kreuzbein. Ich arbeite mit allen Fingern hier, stabilisiere dadurch auch meine Hand, ne? Als wenn ich hier so eine Fingerchoreografie hätte, ne? Kann auch mal meine Fingerbeeren so ein bisschen kreisen, dabei verweilen, wieder die Position ändern. Gehe auf das Kreuzbein, neben das Kreuzbein und jetzt habe ich hier diese Friktionstechnik. Mit meinen Handkanten erzeuge ich Reibung und somit Wärme. Hier seht ihr das nochmal. Und habe hier diese Thai-Ausklopfung. Beide Hände sind zusammen, aber locker. Das macht so ein richtig lautes Geräusch manchmal auch. Und das ist eher so die konventionelle Form der Ausklopfung, dass wenn man so mit einem kleinen Hammer hantieren würde, ne, aus dem Handgelenk raus. Und jetzt gleite ich so ein bisschen Papier ganz sanft die Dornfortsätze der Wirbelsäule, gehe so ein bisschen zwischen die Dorn- und Querfortsätze
Querfortsätze oder auch über die Querfortsätze, gleite da so ein bisschen rein, drücke, kann auch so ein bisschen leicht die Wirbel hin und her schieben. Ne? Gerade da, wo ich merke, da ist sehr viel Spannung, da ist sehr viel Verhärtung, da ist sehr viel Druck. Und ich gehe immer nur so weit, wie ich aus der Position bequem dorthin gelange. Dann schaut mal, wenn ich mit den Daumen arbeite, setze ich auch meine anderen Finger auf. Dadurch stabilisiere ich meine Hand und ich habe sozusagen so ein paar Spione im Feld, die eventuell noch Stellen ertasten, wo ich merke, das gucke ich mir nachher nochmal an. Da ist Verhärtung, da ist eventuell auch Schmerz, da kann ich nachher noch den Fokus meiner Behandlung hinsetzen. Jetzt überkreuze ich hier meine Daumen und so sinnbildlich schiebe ich so das Muskelbindegewebe von der Wirbelsäule weg, was nicht wirklich geht, aber ich habe eine gute Entlastung, zusätzliche Entlastung der Wirbelsäule und baue dann wieder hier Streichungen ein. Nun knete ich den Trapezmuskel und den Schulterblattheber, den Trapezius descendens, den abfallenden Trapezmuskel, den Levator scapulae, den Schulterblattheber. Levator kennt ihr von Elevator im Englischen, Fahrstuhlheber, Scapula, die Schulter im Lateinischen. Und jetzt gehe ich wieder aus dieser Position raus. Wenn ich überlege, was mache ich weiter, dann lasse ich den Kontakt da. Ne? Ändere jetzt die Position, gehe hier zum Kopf und jetzt kann ich gerade hier am oberen Rücken auch Druck ausüben, wo ich vorher nicht so richtig rangekommen bin. Dafür habe ich jetzt nicht mehr so den Druckfokus im unteren Rückenbereich, aber dort im oberen Rückenbereich. Ne? Und kann hier wiederum ähnlich streichen wie von der anderen Seite. Diese schwimmähnlichen Bewegungen machen. Die Hände überkreuzen, überkreuzt schwimmen, was im Wasser ein bisschen schwierig wäre, aber hier mal so sinnbildlich ausgedrückt. Die Quastbewegung, Handrücken, Handfläche, als wenn wir eine Tapete mit Leim einstreichen würden. Und immer schön hier zu den Schultern hin, möglichst sogar noch rüber ausgleiten, zum Hinterkopf hin. Und jetzt gehe ich tiefer in die Muskelfaszien, ins muskuläre Bindegewebe. Lass so richtig tief meine Fäuste so einschmiegen sich in die Struktur und gehe hier vor allen Dingen auch auf das Kreuzbein. Das ist ganz wichtig, mit drauf. Kann die Bewegung auch hier rückläufig in meine Richtung machen, also in Richtung Kopf. Und wenn ich jetzt hier am Nacken streiche, gehe ich natürlich sanft rüber. Dass ich jetzt nicht voll raufdrücke, versteht sich von selbst. Und jetzt strecke ich mal die Arme richtig. Verlagere mein Gewicht nach hinten. Habe jetzt eine schöne Vordehnung im großen, breiten Rückenmuskel, im sogenannten Latissimus dorsi gehabt. Und jetzt setze ich ein Bein auf und mache hier die Ausstreichung am Hals. Ich sag mal dazu das Kätzchen ausstreichen, ne? Dieses, was ich gerade zeigte. Gehe mit meinen Fingern in die Kopfgelenksmuskulatur und auf den Hinterkopf. Da habe ich jene kleinen Muskeln, welche so für die Feineinstellung der Kopfbewegung zuständig sind. Jetzt überkreuze ich meine Finger und habe hier so eine Art Zange dann, ne, wo ich jetzt mit meinen Daumenbeeren über die Querfortsätze der Halswirbelsäule gehe. Meine Daumenbeeren so 2-3 Mal nach links, 2-3 Mal nach rechts kreise, verweilend. Ich drücke nicht zu stark, aber schon so, dass es ja
angenehm ist. Wenn ich eine plötzliche, abrupte Schmerzreaktion merke, unterbreche ich die Behandlung. Also an der Wirbelsäule keine Experimente machen, an der Halswirbelsäule vor allem. Sehr gut ist es, wenn ich einfach nur sanft meine Finger auflege und der Partnerin sage, sie soll selber ihren Hals wie so eine kleine Schlange bewegen, die sich durch die Felsspalten schmiegt. Sie bewegt sich nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen in den Druck und sie wird sich nicht über die Eigenbewegung verletzen. Wenn irgendeine Sache unangenehm ist, dort eventuell eine Verletzung vorliegt, würde sie die Bewegung nicht machen wollen. Das hieße für uns Behandlung unterbrechen und das ärztlich abklären lassen. Jetzt gehe ich hier wieder so ein bisschen zwischen die Dorn- und Querfortsätze und neben die Wirbelsäule, kann so ein bisschen gleiten, ein bisschen Druck auch geben. Und gleite hier wirklich wieder bis auf das Kreuzbein rauf. Gehe jetzt auch eine zweite Linie entlang, beginnt hier am Schulterblattrand, da wo die Rückenstreckermuskulatur seitlich abfällt. Da habe ich auch in der chinesischen Sichtweise 2 Meridianlinien neben der Wirbelsäule und ein bisschen weiter weg. Jetzt gleite ich neben der Wirbelsäule langsam, also ohne diesen punktuellen Druck, auf die Muskelfaszien einwirkend, also auf die Bindegewebsumhüllung einwirkend ein. Wiederhole das nochmal. Wenn ich merke zum Beispiel wie hier, die Partnerin reagiert da sehr wohlwollend drauf, dann kann ich es ruhig ein paar Mal wiederholen, weil ich merke, okay, das ist eine Technik, die sie gut annimmt. Und dann vom Spitzen berühren her gehe ich wieder ins Flächige, in meine Ausstreichung, kann ja auch so meine Katzenpfötchen so am Schulterblattrand entlang machen. Nochmal sanft ausstreichen. Und immer halte ich, wie ihr seht, den Kontakt. Und jetzt widme ich mich den unteren Extremitäten zu. Setze ein Bein auf, kann dadurch gerade sein und sehr gut ergonomisch arbeiten, mit Hebelgesetzen arbeiten. Hier habe ich diese Hobelbewegung mit meiner Elle, mit meiner Ulna über die Fußsohle. Auch kann ich die Faust dazu benutzen. Und ich habe wiederum die Möglichkeit, über die Positionierung vom Lokalen her global über den ganzen Körper zu gleiten, zu fließen. Ne? Denkt immer wieder an die Metaphorik des Wassers, welches die Steine umhüllt, welches Hartes und Starres bezwingt. Im Flusse der Bewegung, mit Geduld und mit der Zeit natürlich. Und hier kann ich sehr schön Druck auf die Fußsohle, Gleitbewegungen über den Körper machen. Kann natürlich sehr schön wiederum an der Gesäßmuskulatur arbeiten. Sehr, sehr wichtig. Dort haben wir sehr viel Spannung. Zum Beispiel mit kleinen knetenden Bewegungen. Auch strahlen Rückenschmerzen oft dahin aus oder auch Spannung im Gesäßbereich, sogenannte Triggerpunkte, punktuelle, verkürzte, minder durchblutete Bereiche können auch zum Rücken ausstrahlen und umgekehrt. Und jetzt walke ich so in der Oberschenkelmuskulatur, in der Beugemuskulatur des Oberschenkels und diese walkenden, auswringenden Bewegungen gehen langsam in knetende Bewegungen über, ne? Als wenn ich so ein nasses Handtuch auswringen würde. Die Bewegungen müssen immer kleiner werden, um auch noch die letzten Tropfen herauszupressen.
Also arbeitet gerade im Lernstadium viel mit Bildern. Genauso arbeite ich hier auch, behandle ich auch die Wadenmuskulatur, walken, knetend, immer wieder ertastend, wo ist Spannung, wo ist Härte. Da kann ich verweilen, um geduldig im Flusse das Harte und Starre aufzuheben. Ziehe jetzt mittig über das Gesäß, über den Oberschenkel, diese sogenannten Faszien, Bindegewebsstriche, vereinfacht ausgedrückt. Arbeite gelenkübergreifend. Gehe hier sowohl über die Wade als folgend auch noch über den Fuß. Also das gelenksübergreifende Arbeiten ist ganz wichtig. Muskeln können nur Bewegungen bewirken, wenn sie über die Gelenke rübergehen. Wenn ich hier den Fuß mobilisiere, stelle ich mir einfach vor, der Fuß wäre so ein Designerschwamm in Fußform aus Schaumgummi und ich möchte den wirklich auswringen, dass der letzte Tropfen auch noch schwindet. Wenn ich mit dieser Vorstellung arbeite und hier eine gute Positionierung habe, um Hebelkräfte freizusetzen, werde ich hier optimal mobilisieren. Kann jetzt auch hier wiederum die Wadenmuskulatur palpieren, diese funktionelle Fußbewegung machen, welche durch die Wadenmuskulatur, wo ich meine Finger habe, bewirkt wird und vor allem auch durch den Muskel, wo ich dann teilweise auch manchmal noch meine Finger und meinen Daumen mit draufsetze, den Muskel zwischen Schien- und Wadenbein, den Tibialis anterior, der Gegenspieler zu den Wadenmuskeln. Diese Klopfungen sind ganz einfach, in der Regel sehr angenehm, wenn die Partnerin nicht allzu kitzlig ist. Meistens sind in dieser Behandlungsphase sowieso schon die Kitzelreflexe, sage ich mal, in Anführungsstrichen so desensibilisiert, dass man das sehr wohlwollend annehmen kann. Jetzt arbeite ich auf den Linien wiederum mit meinen Fingern, als wenn ich mich so auf Instrumentenseiten bewegen würde. Die Daumen arbeiten auf der anderen Seite, können hier auch in die Zwischenräume der Zehen gehen. Ich gehe jetzt so richtig schön hier mit meinen Fingern tanzend auf die Fußsohle, mit meinen Daumen auf den Fußrücken rauf. Die Arme sind fast gestreckt, dass ich gut Hebelgesetze freisetzen kann. Hier sieht man das. Ich arbeite wirklich hier durch ein optimales Verhältnis von Kraft und Lastarm. Gehe jetzt auf diesen besagten vorderen Schienbeinmuskel, den sogenannten Tibialis anterior, und mache hier diese Bewegung, die wir auch beim Laufen unter anderem machen, also die Hauptbewegung beim Laufen. Wenn ich jetzt die Zähne Richtung Knie führe, wird der Muskel angespannt, dann wird er entlastet. Die Funktion der Wadenmuskulatur, des sogenannten Trizeps surae, der oberflächlichen Wadenmuskulatur, arbeitet genau entgegengesetzt. Hier auch die Achillessehne wird hier gut mitgedehnt. Und ich habe hier wirklich optimale Hebelverhältnisse. Und wir können bestimmte Manöver immer gern wieder wiederholen. Gerade wenn wir punktuell mehr in einer Region blieben, gehen wir dann wieder in den Raum, machen wir größere Ausstreichungen. Auch das ist eine gute Variante. Ich drücke so mit meinem Körper in Richtung meiner Finger, mit dem Finger in Richtung meines Körpers, ertaste hier nochmal die verhärteten Areale, drücke, kreise meine Fingerbeeren, um da noch mehr Detonisierung, also Druckminderung zu erreichen, besser zu durchbluten. Jetzt kommt eine Technik, die der thailändischen Massage entlehnt ist. Hier schmiegt sich mein Unterschenkel an den ihrigen. Da, wo das Bein seitlich gedehnt ist, habe ich eine Dehnung in den sogenannten eingelenkigen Adduktoren, in den Schenkelanziehern. Auch eine gute Technik,
für das Hüftgelenk. Kann hier wiederum sehr schön an der sogenannten Glutealmuskulatur, an der Gesäßmuskulatur arbeiten, knetend, walkend, drückend und hier am sogenannten Tibialis anterior, hier an der seitlichen Oberschenkellinie. Geh da ruhig wieder über das Gelenk mit rüber, kann auch punktuell Schritt für Schritt hier Druck geben. Auch dahin strahlen oft Rückenschmerzen aus. Manche Leute haben da auch so ein leichtes Taubheitsgefühl, ein sehr wichtiger Bereich, wo oft sehr viel Spannung ertastbar ist. Und ich kann hier gleich neben dem Wadenbein weiter in Richtung Fuß gehen. Löse jetzt den Knoten und lege den ihrigen Oberschenkel auf meinen Schoß und kann jetzt nochmal richtig hier mit meiner Hobelbewegung über die Beugemuskulatur im Oberschenkel gehen, arbeite auch gelenkübergreifend und kann mich natürlich auch ein bisschen ausruhen, wenn ich mal so sitze. Für beide Beteiligten angenehm. Und ihr seht auch selbst diese Bewegung, ich sitze, aber mein ganzer Körper bewegt sich. Also ich hole die Kraft nicht nur aus meinen Schultern und meinen Armen raus. Immer ist mein ganzer Körper mit im Einsatz. Jetzt lege ich hier mein Bein auf ihr Gesäß und die Hand auf die Lendenwirbelsäule, mache eine kleine Dehnung der Hüftbeugemuskulatur. Iliopsoas, nur eine kleine Dehnung, gibt auch noch intensivere Formen der Dehnung, die sind aber an der Bauchlage schwer. Und dann leite ich hier nochmal aus, richte meine Patientin aus und setze nun die Behandlung fort. Jetzt widme ich mich der Schulter und den Armen. Ich setze mich hier mit meinen angewinkelten Beinen mit drauf. Hier seht ihr das gut. Vorher ist es oft ganz gut, noch so eine kleine Handbehandlung zu integrieren. Hier prägt euch die Stellung meiner Finger ein. Könnt ihr das Video auch mal anhalten. Ich habe die Handwurzelknochen optimal auseinandergeschoben. Kann jetzt in die Muskulatur gehen, erstmal mit streichenden Daumenbewegungen arbeiten. Meine anderen Fingerspitzen sind zwischen den Zehen der Handrückseite. Und nun gehe ich diese Linien rauf und runter, so wie ich es vom Fuß kenne. Kann auch mal die Daumen dabei überkreuzen, die Handgelenksknochen noch weiter auseinanderschieben. Jetzt kann ich richtig schön Zug ausüben, indem ich hier richtig schön mein Gewicht verlagere. Und diesen Zug kann ich hier mit Ausstreichung kombinieren und gehe jetzt mit meinen Fingern überkreuzend oder einkreuzend, einhakend in die ihrigen und kann hier in alle Funktionsrichtungen, also beugen, strecken, nach links, nach rechts, die Hand wenden. Und die andere Hand arbeitet schon an der Muskulatur, die dieses bewirkt. Die sogenannten Extensoren, die Strecker, so auf der Handrückenseite, auf der Innenseite die Flexoren. Dann haben wir noch welche die Hand drehen, die sogenannten Pronatoren, Supinatoren. Einfach bewegen, wie ihr hier seht, nach links, nach rechts. Dann haben wir diese Funktion auf alle Fälle laienadäquat mit integriert. Kann hier auch auf den Trizep gehen, kurz mal. Ihr könnt gern so ein bisschen da auch experimentieren, wenn ihr was anfasst, zu spüren, was verändert sich, wie fühlt sich das an. Also gerade im Dialog lernt man am besten. Jetzt kann ich hier schon mal schauen, wo ist sie verspannt, so ein bisschen vorlockern. So der typische Spannungsbereich im oberen Trapezmuskel, im Schulterblattheber.
Levator Scapulae, ne, den Begriff hatten wir vorhin schon mal erläutert. Kann hier auch so richtig schön umfassen, ne? Habe jetzt wirklich optimale Hebelverhältnisse, ne? Kann hier auch gutes Gelenk dabei entlasten, so ein bisschen den Oberarmknochen aus der Pfanne ziehen, sinnbildlich, kann um den Schulterblattrand gleiten und immer bewegt sich mein Körper mit, ne? Die Schulter wird immer noch leicht mobilisiert dabei, ne? Ich gehe hoch und runter mit meinem Körper. Auch kann ich hier sehr schön mit meinen Ellbogen diesen Strich neben der Wirbelsäule, bitte nicht auf der Wirbelsäule ziehen. Meine Hand ist dabei locker und ich schmelze so richtig schön in die Muskelfaszien neben der Wirbelsäule rein, also in die Bindegewebsstrukturen der Muskeln. Gleite richtig rein und wo ich Härte verspüre, wäre ich nicht schneller, sondern langsamer. Wichtig ist, dass die Partnerin dabei nach wie vor tief atmet. Man kann dieses Manöver 2-3 Mal wiederholen. Also alle Techniken, die ich hier zeige, könnt ihr 2-3 Mal, 4-5 Mal machen. Also man kann dann im Grunde genommen mit einer entsprechenden Sensibilität kaum was falsch machen. Jetzt mache ich hier das japanische Winkelkätzchen. Ich bringe die Schulter, das Schultergelenk in die Außenrotation und gleite über die sogenannten Sehnen der Rotatoren, da wo der Oberarm beginnt. Dort setzen die an, ne, als wenn ich so Gas geben würde am Motorrad. Nun klemme ich hier die Hand zwischen ihren Körper und meinen Schenkel und kann so richtig schön hier am Schulterblattrand entlang gleiten. Und wiederum bewege ich so ein bisschen die Schultern, ne? Ich benutze wirklich dieses Gelenkspiel, um hier wirklich strukturell viel zu erreichen. Kann kneten, streichen. Auch immer mal fragen, wie fühlt sich das an? Kann mehr Druck, kann weniger Druck sein? Soll die Bewegung etwas länger sein? Also der Dialog ist wirklich, wie ich schon sagte, die beste Form der Aneignung, gerade wenn es um die Sensitivität geht, um das sinnliche Lernen. Jetzt kreise ich die Schulter, ne? Mein Schwerpunkt ist hier auf Höhe ihrer Schulter. Ich habe ein Bein aufgesetzt und ich bringe so richtig meinen Körper nach oben, gehe auf die Zehenspitzen und mit der anderen Hand gehe ich hier auf diese verhärteten, verspannten Stellen rauf, wo sich übrigens auch wichtige chinesische Akupunkturpunkte befinden, auch potenzielle sogenannte Triggerpunkte, die ausstrahlenden Schmerz bewirken können. Jetzt lege ich auf meinem Oberschenkel ihren angewinkelten Arm rauf, dass ich so eine Art Rutschbahn habe und kann ihr Schulterblatt wirklich in viele Richtungen schieben. Nach oben, nach unten, zur Mitte, zur Seite und auch so ein bisschen rotieren, so ein bisschen abkippen. Ne? Dann habe ich schon die Bewegung des Schulterblattes involviert und massiere indirekt den Unterschulterblattmuskel, den Subscapularis, also Subunter wie Unterseeboot, Scapula die Schulter, kann hier am verklebten Rand des Schulterblattes arbeiten, ne, mache hier diese Schiebebewegung, die untere Hand vor, zurück und gegenläufig die obere Hand, kann auch auf das Schulterblatt raufgehen. Da habe ich vor allen Dingen die Außenrotatoren des Schultergelenks, die oft vernachlässigt werden. Kann hier am Deltamuskel, der wichtigste Heber des Arms ist, arbeiten. Und komme auch hier zum so ein Innenrotator in der Schulter, also der eine Innendrehung macht, hier unter das Schulterblatt runter auf den Unterschulterblattmuskel, den Subscapularis, ein sehr empfindlicher Punkt, wo meistens sehr viel Spannung ist, ne? Und dann gleite ich wieder aus. So bei älteren Leuten ist es oft schwer, den Arm so zu halten. Da werdet ihr auch noch eine Alternative kennenlernen. Wenn Leute jetzt zum Beispiel einen großen Rundrücken haben, aber bei ihr geht es sehr gut.
Dann lasse ich die Behandlung kurz ausfließen. Und jetzt kommt die alternative Behandlung. Ich sitze jetzt auf einem Stuhl und habe wiederum das Schulterblatt hier in dieser Hebelpositionierung. Kann hier am Hauptschultergelenk, am Glenohumeralgelenk, am Schulterarmgelenk die Schulter nach innen und außen rotieren und kann auch das Schulterblatt gleichzeitig in alle funktionellen Richtungen nach oben, nach unten, zur Seite, zur Mitte bewegen als auch rotieren und kann so ähnlich wie eben auch aus dieser Position arbeiten. Und hier durch die Bewegung meines Rumpfes arbeite ich trotzdem noch ergonomisch, habe eine sehr gute physikalische Kraftübertragung. Ja, jetzt klemme ich hier Ihren Arm wiederum ein und mache mal was sehr Gewagtes. Diese Shiatsu-Technik, die eigentlich eine Bodentechnik ist. Ich fixiere mit meinem Bein Ihren angewinkelten Arm, steige rüber. Mit dem vorderen Arm ziehe ich jetzt die Schulter nach oben und dort, wo mein Daumen ist, drücke ich entgegengesetzt unter das Schulterblatt, wo ich sehr, sehr viele potenzielle oder wirkliche Verspannung habe. Ja, und da kann da wirklich sehr intensiv arbeiten. Druckzug kann hier natürlich auch Knetung wiederum integrieren. Ja, also das ist gar nicht so schwer, wenn man es 2-3 Mal geübt hat. Kann jetzt mal meinen Fuß so ein bisschen runtersetzen, um noch besser hier an diesen Trapezmuskel ranzukommen oder da, wo ich gerade meine Finger auch hatte am Schulterblatt, wo der Schulterblattheber ansetzt, der Levator Scapulae, wie ich vorhin erklärte. Jetzt zeige ich euch nochmal die sogenannte Sichelpositionierung, die ihr auch aus den Videobehandlung am Boden kennt. Ich habe ein Bein mit drauf, dass sie nicht runterrutscht, habe sie jetzt sozusagen in diese Sichelform gelegt, sodass ich zur offenen Seite die Wirbel und Bandscheiben so ein bisschen auseinander dehne. Gerade wenn es dort einseitige Schmerzen geben sollte, kann ich da sehr gut entlasten und diese Schmerzen, wenn es keine wirklich schwierige Bandscheibenproblematik vorliegt, sehr gut lindern oder auch beheben. Hier kann ich so schön in den Quadratus lumborum, den quadratförmigen Muskel reingehen oder auch hier mit dieser Schiebetechnik arbeiten, als wenn ich den Fisch von der Hautgräte schieben würde, was zu einer sehr guten Entlastung dieses Bereiches führt und kann auch wieder große fließende Bewegung integrieren. Jetzt lege ich sie so wieder hin, wie ich die Behandlung begonnen habe. Und mache nochmal sanfte Ausstreichung, abschließend über den ganzen Körper. Dann lasse ich nochmal so richtig schön ruhen und entspannen kann. Hier seht ihr nochmal wirklich die Körperdynamik, die dabei zum Tragen kommt. Tja Leute, wenn ihr das übt und so massiert, dann werdet ihr besser behandeln als 80-90% derjenigen, die vom Beruf her Masseurin oder Masseur sind. Weil diese ganzen Dehnungen, Streckungen sind in der Regel bei 0815 Behandlung gar nicht mit bei. Und wir beenden wieder rituell, auch uns selber erdend, dann die Behandlung. Also ich bleibe in meiner Mitte, ich unterbreche nicht abrupt die Behandlung. Und jetzt kann meine Patientin, also meine Partnerin in dem Fall, noch etwas entspannen.